Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein Projekt mit Papier basteln und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr ein Scrapbook mit einer Metallringbindung machen könnt und mehr dazu sage ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, ich habe hier das vorne nur provisorisch festgeklebt, weil das werde ich nachher in aller Ruhe noch richtig fertig machen, wenn ich mit dem Video durch bin. Aber Scrapbook eben nicht so, wie ich die sonst immer mache mit dieser Buchbindung, sondern diesmal mit einer Ringbindung und da ein Design, wo ich die ganzen Bilder von freepik.com habe und da habe ich 5 Seiten reingemacht, aber überall so versteckt Orte, wo man weitere Sachen aufkleben kann. Das heißt, wir haben hier oben auch Taschen drin. Und der Seitenaufbau, hier Rückseite mit den Taschen oder mit der Tasche. Das Prinzip ist, alle Seiten sind bei mir gleich, bis auf diese hier. Die habe ich überall ein bisschen anders gestaltet. Und farblich habe ich einfach geguckt, dass ich hier, wenn ich rosa habe oder dieses Pink habe, dann sind diese ersten 3 Seiten pink. Und die Rückseite hat dann eine andere Farbe. Hier auch wieder Aufklappmechanismus, hier Bellyband. Tag ist im Moment noch nichts drauf, da kommt dann natürlich noch was drauf und dann hält es ja auch ein bisschen besser, weil es auf beiden Seiten dann noch ein zusätzliches Element drauf hat. Hier haben wir einen kleinen Wasserfall mit 5 Elementen und das Ganze mit einem Magnetverschluss. Sieht jetzt alles noch so ein bisschen blank aus. Hier zum Beispiel kommt dann noch ein Sticker drauf. Hier kommt ein Sticker oder Ephemera drauf. Dann sicher hier oben, da kommen noch Tags rein, in die Tasche rein. Hier wieder derselbe Aufbau. Hier habe ich als anderes Element so diesen Ausziehmechanismus. Das heißt, wenn man oben zieht, kommt auch unten was raus. Dieses Prinzip, da zeige ich euch, wie ihr sowas machen könnt. Dann haben wir hier auch wieder denselben Aufbau. Hier habe ich einen Aufklappmechanismus nach oben und unten. Dann hier auch wieder dasselbe Prinzip und hier habe ich ganz einfach diese Handorgel, wo ihr nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Plätze habt, wo ihr was draufbringen könnt. Und dann noch die Rückseite. Und die Rückseite habe ich weiß gelassen, die könnt ihr natürlich auch matten. Aber wie ihr sowas machen könnt und per se sind eigentlich nur 5 Seiten, aber dadurch, dass wir überall so Flip-Mechanismen drin haben und andere Mechanismen, wird es schon ziemlich dick. Hier vielleicht mein Learning, 5 Seiten sind für die 1-Inch-Bindung schon fast ein bisschen viel. Das nächste Mal würde ich eher auf 4 Seiten gehen, weil man muss bedenken, das ist jetzt alles, ohne dass da Fotos drin sind und ohne dass da irgendwelche Texte noch drin sind. Das wird noch mal ein bisschen dicker. Von dem her, ja, ist es eher knapp messen. Da würde ich euch anraten, eher auf 4 Seiten zu gehen, wenn ihr das nachbastelt. Wie ihr sowas machen könnt, das gucken wir uns jetzt genau an. Fürs Papierbasteln, gerade speziell für Scrapbooken, ist es ja immer so, dass man ein bisschen viel Material braucht. Aber in der Regel sind das Sachen, wenn ihr mit Papier bastelt, die ihr größtenteils schon verwendet. Ich fange mal auf der Seite an. Normalerweise oder am Anfang, als ich mit dem Scrapbooking angefangen habe, habe ich immer solche Bindungen gemacht
wo diese Handorgel sind, wo die Seiten wie quasi draufgestülpt werden und so festgeklebt werden und eine feste Außenmantelung haben. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass ich es eigentlich cooler finde, wenn ich eine Ringbindung habe. Und deshalb habe ich hier die Cinch von We Are Memory Keepers auf dem Tisch. Das zeige ich euch, wie das funktioniert. Zudem habe ich die Riemenbindung und eine Zange, damit ich den Überstand dann abschneiden kann. Papier kommen wir nachher dazu. Von den Schneidemitteln für das Papier zurechtschneiden. Ich habe einerseits das Schneide- und Falzbrett von Fiskars. Dann habe ich immer auch den Hebelschneider von Fiskars auf dem Tisch. Dann, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich die Ecken abrunde und deshalb habe ich hier so eine Stanze. Da werde ich mit dem 4 mm Rundung arbeiten. Dann für die Tags, wir werden Taschen machen, wo ich Tags reinmache und damit ich die dann da oben so einen Kreis festmachen kann, damit man die besser rausziehen kann, habe ich eine 3/8er Kreisstanze und eine 3/2er Kreisstanze. Dann Lineale. Ich habe T-Ruler, einen normalen Lineal und Geodreieck, groß und klein. Das hilft einfach beim Arbeiten, ist nicht zwingend notwendig, aber es hilft. Dann was zum Anzeichnen, natürlich immer das Falzbein, Scheren. Dann habe ich das Pickup-Tool, das weiß ich noch nicht genau, ob ich das verwende. Ich habe es einfach immer auf dem Tisch, damit es griffbereit ist, wenn ich damit arbeiten will, und eine Pinzette, um Sachen zu platzieren. Dann von den Klebemitteln her, ich habe hier eine größere und eine kleinere Tube mit Flüssigkleber und das ist wirklich ganz einfach Zementit-Flüssigkleber, den ich abgefüllt habe. Dann habe ich aber auch einen schmalen und ein breiteres Doppelklebeband. Ich habe Doppelklebeband hier zum Abrollen und ein normales Klebeband. Das brauchen wir für die Laschen. Dann habe ich auch, um die Verzierung aufzubringen, habe ich immer solche Dimensionals in Kreisen und in Vierecken. Ich habe Magnete auf dem Tisch, weil ich einen Verschluss mit Magneten machen werde. Und ich habe solche Klebedots auch noch auf dem Tisch. Das sind so die Sachen vom Papier her. Ich habe hier 2 Stück Pappe, einfach um den Deckel und die Rückseite zu machen. Und dann habe ich hier ein 200 Gramm Papier, ein weißes Papier. Die kaufe ich immer gleich so in 200 Blatt Packung. Die finde ich eigentlich von der Dicke her wunderbar, um damit zu arbeiten. Und die lassen sich auch wunderbar bedrucken. Und warum sage ich das? Ihr könnt das Motivpapier natürlich, ihr könnt Motivpapierbogen kaufen. Es gibt auch solche, die speziell für Scrapbooken gut sind, wo ihr dann auch noch Ephemeras oder Sticker mit Ausschnitten der Motive habt. Ich mache das sehr gerne, dass ich mein Motivpapier selber mache. Und da habe ich so eine Kombi. Wenn ich gerade keine Lust, ich zeichne solche Sachen auch selber, aber wenn ich keine Lust habe, dann hole ich mir einfach von freepik.com die Bilder runter und die haben teilweise eben auch Motivpapier und drucke das dann auf dieses 200 Gramm Papier aus. Der Vorteil daran ist halt einfach, ihr könnt genauso viel Papier bedrucken, wie ihr auch braucht und das Papier halt einfach, naja, ihr habt genau das, was ihr haben wollt und nicht einen Bogen, wo vielleicht 2, 3 Seiten drin sind, die euch eigentlich gar nicht gefallen und die ihr dann nicht verwendet. Ich mache das auch so, dass ich nicht nur das Motivpapier selber mache, sondern daraus dann auch die Tags oder die Ephemeras. Und ich mache es auch immer so, dass ich quasi eine Seite mit
quasi ein Pattern und den Motiven rauf. Eine Seite nur mit dem Pattern und eine Seite blank in der entsprechenden Farbe. Und so habe ich mir so ein Paket zusammengestellt und das dann ausgedruckt. Jetzt, Achtung, es wird heute bunt. Na, das ist die eine Variante und ich finde den so dermaßen cooler. Ich muss einfach was damit machen. Das ist das erste Set. Dann habe ich hier das nächste Set. Das sind aus dem Herzen wie aus dem Baum raus. Dann in Blau gepunktet und dann mit einem Kopfhörer und den Radios. Dann in Pink. Auch mit den Punkten und dann der auf dem Ast sitzt und mit den Blumen. Dann in Gelb habe ich solche Wellen und dann ganz einfach nur diesen Vogel selber. Und deshalb habe ich in Grün gemacht und diesmal sind es nicht Wellen, sondern Streifen. Derselbe Vogel. Dann habe ich so ein Magenta, ist es, würde ich sagen. Blank mit Herzen und dann auch diesen Vogel, der auf dem Ast sitzt. Und zu guter Letzt noch Violett, wo ich Sterne und dann wieder den mit dem Kopfhörer und dem Radio. Und ja, es ist eben bunt. Ich werde es aber so machen, das Scrapbook wird bei mir 5 Seiten haben und ich gucke, dass eine Seite, zumindest die Vorderseite, immer so im gleichen Farbmotiv drinne bleibt und das so nicht allzu wild wird. Wenn euch das interessiert und ihr da gerne mal wissen wollt, wie ich das mit Adobe Illustrator mache, wie ich solche Files bearbeite und dann daraus eben Motivpapier mache, Patterns und auch quasi die Sticker oder Ephemeras, wie ihr auch immer das nennen wollt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare und dann mache ich da mal ein Video dazu, wo ich das euch einfach zeige. Ich will das nicht einfach per se machen, weil Adobe Illustrator ist halt einfach auch ein Lizenztool und es ist ein umfangreiches Tool, aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere hier auch mit Adobe Illustrator arbeitet. Von dem her schreibt es mir wirklich einfach unten in die Kommentare, wenn euch das mal interessiert. Und den Link zu freepik.com werde ich euch natürlich auch unten reinmachen. Ich habe da auch eine Lizenz, weil dann kann ich so viele Bilder runterladen, wie ich will. Ich werde euch den Link direkt auf denjenigen oder diejenige, ich weiß gar nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, die diese Designs erstellt hat, weil die hat noch ganz viele andere mehr mit anderen Tieren und die sind alle einfach nur super cool. Und von dem her werde ich euch den Link dann direkt zu der machen. Der Basisaufbau von den Seiten ist im Grunde genommen gleich. Das heißt, ich habe 5 Seiten, die gleich sind, bis auf eine Seite. Und das zeige ich euch dann. Da werde ich 5 verschiedene Mechanismen einbauen. Aber wir machen jetzt zuerst einfach den Basisaufbau. Dann könnt ihr das 5-mal machen und dann gehen wir dann mit den Innenseiten weiter. Jetzt die Seite selber, da habe ich geguckt, dass ich eine Tasche machen kann und deshalb habe ich hier eine A4-Seite, ist ja 29,7 x 21 cm. Die 21 cm lasse ich stehen, aber ich schneide das zurück auf 29 cm in der Länge. Dann geht es ums Falzen und zwar einmal in der Hälfte, das heißt die 29, das sind 14,5, das heißt ich lege das hier bei 14,5 an und falze das. Und dann auf beiden Außenseiten bei 1,5 cm. Da nehme ich die
Seite hier drüben und guckt einfach, dass ich hier bei 1,5 cm liege. Falze das und dasselbe auch noch auf der anderen Seite. Weil das ist das, was ich für die Bindung brauche. Und dann, wir klappen das nachher quasi so zusammen. Das ist die Unterseite und da mache ich auch nochmal bei 1 cm, falls ich das. Respektive, ich gehe nur bis zur Mitte, bis zu diesen 14,5 hier. Und den Rest schneide ich, weil ich brauche diese Klebelasche nur auf der einen Seite. Das sieht jetzt vom Weiß her nicht, aber hier sind meine 14,5 und bis dahin schneide ich. Dann kann ich hier die Klebelasche gleich zurückschneiden, einfach schön bis in die Ecke, den Überstand hier auch noch abschneiden. Und auf der Seite auch nur diese Klebelaschen oder diese Klebelasche und hier reinschneiden. Und dann können wir das Ganze auch schon falzen. Das heißt, ich gucke, dass ich oben das schön aufeinander liegt. Die beiden Seiten, die falze ich nicht. Das dient mir eigentlich nur zur Orientierung, damit ich nachher weiß, wo ich die Mattung anbringen muss. Aber hier unten die Klebelasche, die falzen wir auch noch. So, das ist quasi unsere Basisseite und dadurch, dass wir die zusammenkleben, hat die dann auch eine schöne Dicke. Und das mit dem Zusammenkleben, das machen wir jetzt auch gleich. Warum habe ich vorhin gesagt, wir brauchen ein Klebeband? Das ist ganz einfach so, wenn wir das jetzt zusammenkleben und dann versuchen, hier oben den Tag reinzustoßen, kann es manchmal sein, dass hier diese Lasche so ein bisschen im Weg ist und quasi wie eine Hürde bildet, damit ich das nicht, dass ich das nicht ganz runterstoßen kann. Und deshalb mache ich das gerne so, dass ich da einfach einen Kleber drauf mache, der dann quasi wie eine Brücke bildet. Mal gucken, das kleben wir hier dran fest, also muss das Klebeband logischerweise so drauf. Und auf der Rückseite hier muss Kleber drauf. Da könnt ihr, wie gesagt, auch mit Doppelklebeband arbeiten. Ich arbeite halt einfach gerne mit dem Flüssigkleber, aber eben auch nur mit dieser dünnen Tülle, weil ich nicht will, dass dann innen drin plötzlich irgendwo Kleber ist, wo kein Kleber sein soll und mir dann die Seite festklebt. Das wäre dann auch schlecht. Dann kann ich das ganz einfach so reinlegen und von der Seite das quasi runterstreichen. Und dann liegt eben auch hier mit dem Klebeband, habe ich hier schön diese Brücke. Und jetzt kleben wir auch gleich noch diese Seite hier fest. Und da könnt ihr jetzt einfach, ich gehe jeweils quasi innen drinne, aber ich zeige es euch von außen. Ich gehe einfach am Rand entlang durch, weil in der Mitte werde ich mit der Sindstange die Löcher machen, um da den Verschluss dran zu machen. Von dem her gehe ich da jetzt einfach schön quasi außen rum mit einem ganz feinen Streifen Kleber. Und damit bilde ich eigentlich auch gleich die Tasche. Dann haben wir hier innen drinne eine Tasche. Jetzt will ich hier einen Klappmechanismus drauf haben. Und da messe ich nochmal nach, wie groß oder wie hoch meine Seite ist. Das sind bei mir jetzt nicht mehr 20 cm durch das Falzen, sondern es sind nur noch 19,9. Und hier von der Falzlinie bis zum Ende
sind es 12,9. Also schneide ich mir eine Seite, die gleich hoch ist, nämlich diese 19,9 cm. Und hier wären es 12,8, aber ich brauche hier noch eine Klebelasche, deshalb sind es 13,8 cm. Und dann das Ganze bei 1 cm, mache ich auch wieder hier drüben, noch falzen. Dann haben wir hier eine Klebelasche, die jetzt, wenn wir die Seite angucken, ne? Hier oben ist die Öffnung, hier drüben ist das, was ich gefalzt hatte. Und wir kleben das jetzt hier auf der Seite oben drauf fest. Dann haben wir hier schon den ersten Klappmechanismus. Und was ich auch immer mache bei solchen Sachen, ist eben die Ecken abzurunden. Sieht meiner Meinung nach einfach noch mal ein bisschen schöner aus. So. Dann als nächstes innen drin, wie gesagt, die Seite wird bei allen anders sein, aber hier will ich eine Mattung und dann will ich ein Bellyband. Die Mattung mache ich immer einen halben Zentimeter kleiner als die Seite. Und diese Seite hier ist 12,6 cm in der Breite und eben die 19,8 cm in der Höhe. Und deshalb habe ich eine Mattung, die 12,1 cm mal 19,3 cm ist. Auch da runde ich die Ecken ab. So passt die dann wunderbar hier rein. Aber bevor ich die festklebe, will ich eben das Bellyband. Und das Bellyband will ich, dass das 5 cm in der Breite ist und dann eben gleich hoch wie die Mattung. Die Mattung von der Höhe her hatten wir 19,3. Jetzt brauche ich aber oben und unten 1 cm, um die Lasche, die Klebelasche zu machen. Das heißt, wir sind bei 21,3 cm mal 5 cm. Dann haben wir hier schon die Lasche drauf und können das hier auch schon reinkleben. Wie gesagt, ihr könnt es mit Doppelklebeband machen. Ich arbeite hier gerne mit dem Flüssigkleber, gucke aber einfach, dass ich nicht zu viel nehme, sondern da wirklich sparsam damit umgehe. Damit das Ganze dann nicht da rausquillt, wo ich den eigentlich nicht haben will. Ich streiche das immer von der Rückseite fest oder immer da, wo ich noch kein Motivpapier drauf habe. Wenn das dann nicht mehr geht, weil ich überall Motivpapier drauf habe, dann nehme ich mir einfach eine Seite eines Kopierpapieres und lege das oben drüber. Ich will einfach nicht mit dem Falzbein direkt auf das ausgedruckte Motivpapier drauf gehen. So, jetzt brauchen wir hier drauf auch noch eine Mattung. Und wie gesagt, ne, immer einen halben Zentimeter kleiner. So haben wir die erste Seite mit einem Bellyband. Und dann kommen wir hier zu dieser Außenseite. Da will ich eine Mattung und dann will ich einen Aufklappmechanismus. Jetzt auch hier wieder gucken für die Mattung.
die Seite ist 12,7 und das sollten jetzt immer noch diese 19,8 sein. Das heißt, meine Mattung hier wird 12,2 mal 19,3 cm sein. Das ist das hier. Und ich will jetzt, dass dieser Aufklappmechanismus hinter die Mattung kommt. Da will ich, dass der so 10 cm hoch ist und 10 cm breit, das heißt ein Quadrat. Deshalb muss ich hier 10 cm mal 11 cm machen, damit hinten eben noch die Klebelasche reinkommt. Das mache ich kurz. Und die 11 cm muss ich noch kurz bei 1 cm falzen. Und da werde ich es jetzt so machen, ich werde abwechslungsweise einmal den Klappmechanismus eher im oberen Bereich anbringen und einmal eher im unteren Bereich. Und nicht ganz oben und ganz unten, sondern ich gucke einfach, dass hier der Abstand und hier der Abstand in etwa gleich sind. Und genau so kann ich die Mattung jetzt auch hier drauf kleben. Respektive, ich mache noch kurz die Mattung hier, das geht ein bisschen einfacher. Da sind wir jetzt sollten wir bei 10 mal 10 sein. Das heißt, meine Mattung wird hier 9,5 sein und gleichzeitig gucke ich auch hier innen drinne. Bei der Seite ist es so, dass ich einfach, weil ich werde hier dasselbe Papier verwenden wie hier, dann kann ich das gleichzeitig schneiden. Hier bin ich bei 12,8 und eben den, wie immer, 19,9 cm. Das heißt, meine Mattung wird hier 12,3 mal 19,3 cm sein. So kann ich jetzt das hier draufkleben und dann die ganze Mattung auch draufkleben. Dann haben wir hier außen einen Aufklappmechanismus. Hier innen drin habe ich die Mattung noch nicht gemacht. Das mache ich dann ganz am Schluss, wenn ich das Album mache, um zu gucken, wo will ich Fotos aufbringen, wo will ich Sprüche aufbringen. Dann kann man das aufklappen. Dann haben wir hier drin ein Bellyband, wo ich dann sehr wahrscheinlich einfach einen Tag drunter schieben werde. Und dann haben wir hier auf der Seite die Innenmattung, aber da sind wir noch nicht fertig mit, da machen wir noch weiter. Aber ihr seht, ich versuche da einfach mit einer Farbe quasi zu fahren. Das ist die erste Seite. Dann kommen wir auf die Rückseite. Bei der Rückseite mache ich ganz einfach eine Mattung und eine Tasche mit einer Mattung. Sicherheitshalber gucke ich mir auch hier kurz die Seite an. Das müssten ja die 12,9 sein. Mal die 19,8 cm. Und so schneide ich mir hier eine Mattung zurecht mit 12,4 mal 19,3. Das ist die Mattung für hinten und ihr seht, wir wechseln zu grün. Und da mache ich jetzt eine Tasche. Da gehe ich auf 10 cm, das heißt, ich muss hier 11 cm nehmen, damit ich die Tasche quasi hinten umlegen kann. Und von der Breite hier müssen es anstatt die 12,4 müssen es ja 14,4 sein, weil ich brauche auf beiden Seiten 1 cm. Das heißt, da wo es 11 cm lang ist oder hoch ist, falze ich bei 1 cm.
dann lege ich das hier quasi so rein, dass das in etwa mittig ist und falte dann entlang von der Mattung auch nochmal. Bevor ich die Seite jetzt aufklebe, mache ich hier auch noch die Mattung drauf. Und da wir hier jetzt sind 10 cm oder nur noch 9,8. Das heißt, ich mache 9,4 mal sind 12,7, somit 12,2. You right. Oh, oh, love it till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you make. Und das Ganze jetzt noch hier drauf, ne, immer aufpassen. Das ist die Klappseite. Hier haben wir die Seite, wo es dann in die Bindung kommt. So umdrehen, dass die Bindung auf der Seite ist. Und so kleben wir das hier drauf. So, dann haben wir schon mal den einfachen Seitenaufbau. Hier die Seite, die immer anders sein wird. Hier die Lasche. Hier den Aufklappmechanismus. Und wenn man das dann umblättert, haben wir hier eine Tasche, wo ihr Tags reinpacken könnt. Und jetzt haben wir ja hier oben auch noch Platz, ne? Hier haben wir eine Tasche gebildet und da kommt jetzt ein Tag rein. Da gucke ich jeweils, dass der wirklich gut Platz hat. Und wenn man sich das anguckt, von der Breite her wären das ja grundsätzlich 12,8 cm. Aber ich will halt einfach, dass es wirklich gut Platz drin hat und deshalb gehe ich hier nur auf 12 cm und von der Höhe her auf 19,5 cm. Und die Mattung schneide ich dann entsprechend 0,5 cm kleiner und eben oben mache ich dann noch 2 Kreise dran. Das mache ich jetzt alles auch noch kurz. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. Deep in love. Oh, this is everything with you right next to me.
Voilà, so haben wir den Tag. Ich mache immer auf einer Seite das mit dem Muster und auf einer Seite das mit matt und wechsle oben beim Kreis ab. Und so kann das jetzt hier oben in die Tasche rein und hat wunderbar Platz. Und dadurch, dass wir am Anfang hier unten einen Kleber reingemacht haben, diesen Kleberstreifen, geht es auch wunderbar ohne Widerstand runter. Das ist genau das, was ich haben wollte. Und man muss halt auch immer dran denken, ne? Also da ist jetzt mal die Mattung drauf, aber da kommen ja dann auch noch zum Beispiel Fotos oder ein Text drauf. Und das heißt, das gewinnt noch am Volumen und deshalb bin ich hier auch von der Seite her, habe ich geguckt, dass ich nicht zu knapp das Ganze bemesse, sondern dass das hier wirklich noch genug Platz hat, auch wenn dann was drauf ist. So, und das ist der Grundaufbau von allen Seiten. Das heißt, ich werde das jetzt für alle 5 Seiten, das heißt 4 weitere Seiten noch machen und dann kümmern wir uns um diese Innenseite und hier klebe ich es eben extra noch nicht fest, weil teilweise ich hier auch mit Elementen arbeiten werde, die unter die Mattung geklebt werden. Aber eben, das mache ich jetzt kurz mit den anderen 4 Seiten und bin dann gleich wieder zurück. So, meine Lieben, Stunden später und ich habe gerade realisiert, dass das nichts wird mit sonntags hochladen, Video hochladen. Von dem her, das kriegt ihr dann am Montag zu sehen. Man unterschätzt immer so ein bisschen, wie viel Zeit das wirklich auch braucht. Aber naja, man kommt da immer so ein bisschen in den Flow rein und dann funktioniert das eigentlich wunderbar. Und jetzt fangen wir an und machen hier jeweils für die 5 Seiten das, was hier was ich hier rein machen wollte. Auf der ersten Seite mache ich einen doppelten Flip und dafür habe ich 2 solche Teile zugeschnitten und zwar einmal auf 11 cm und in der Höhe 10 cm. Und dann habe ich die hier bei einem Zentimeter auf der Länge, die 11 cm ist, habe ich hier einen Zentimeter als Kleberlasche gefalzt. Und dann entsprechend die Mattungen, aufpassen in der Farbe, 9,5 mal 9,5 cm, weil diese Lasche ja dann schlussendlich 10 cm mal 10 cm ist. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road and I watched him. Das mag jetzt hier ein bisschen leer aussehen, aber da kommt dann noch ein Sticker drauf, genauso wie hier drüben. Und hier drin, das lasse ich auch noch offen. Tendenziell mache ich hier dann einen weißen Cardstock rein, wo dann was drauf kommt. Aber das entscheide ich dann jeweils, wenn ich es fertigstelle und dann weiß, wen ich damit beschenke und was da eben rein soll. Wenn der euch zu wenig gut sitzt und ihr hier gerne mehr Haftung haben möchtet, könntet ihr hier auch mit Magneten arbeiten zum Beispiel. Da müsstet ihr einfach dran denken, vorher, bevor ihr die Mattung aufklickt, drunter einen Magneten zukleben und hier auch drunter einen Magneten zukleben. Oder dann eben mit dem Sticker
wie ich das dann mache. Ich kann zum Beispiel auch, das Papier ist nicht so extrem dick. Ich kann zum Beispiel, wenn ich hier nachher eine weiße Mattung drauf mache, darunter den Magneten machen. Und wenn ich dann den Sticker hier drauf mache, unter den Sticker einen Magneten machen. Und so haftet es dann auch und lässt sich dann aber auch wunderbar öffnen. So simpel ist die erste Seite und ihr seht, die gewinnt, je mehr ihr mattet und je mehr ihr da reinpackt, natürlich immer mehr an Dicker, und man muss dann auch daran denken, dass da noch Fotos reinkommen. Also ich würde dann nicht allzu viele Seiten jeweils für ein Buch einplanen. Ich gehe wirklich zwischen 4 und 5 Seiten jeweils. Aber die hier ist schon mal fertig. Da mache ich dann eben noch Tags und solche Sachen und verziere das noch ein bisschen. Aber die Basis ist fertig. Und auch hier mit dem Bellyband. Das sitzt im Moment relativ locker, da ist aber auch nichts gemattet und auch nichts drauf. Und wenn dann wirklich Sachen drauf sind, dann hält es auch massiv besser hier drinnen fest. Auf der nächsten Doppelseite baue ich einen Wasserfall ein und hier habe ich 5 solche Kärtchen. Die sind 8 cm in der Breite, 7 cm in der Höhe und hier bei einem Zentimeter gefalzt. Somit haben die schlussendlich eine Größe von 6 cm mal 8 cm. Das habe ich 5-mal gemacht. Und die Mattung hier entsprechend habe ich schlicht gehalten und eben einen halben Zentimeter kleiner. Somit sind wir bei 7,5 und bei 5,5 Zentimeter. Das für alle diese Teile. Und dann werden wir hier von unten hoch einen Verschluss machen. Da habe ich einen Streifen, der ist 4 cm breit. Und in der Höhe habe ich einfach geguckt, dass ich von unten, wenn das Element drauf ist, ich hier im oberen Bereich lande. Und das habe ich geschnitten auf 16,8. Und dementsprechend dann, hier noch bei einem Zentimeter natürlich gefalzt, damit ich eine Klebelasche habe. Und dann entsprechend hier die Mattung gemacht. Und da bin ich dann bei 15,2 mal 3,5 Zentimeter. Walking on down the road, and I watched him disappear like smoke, and I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Searching for glory, I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got
for the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. So, und so ist auch diese Doppelseite fertig. Hier oben kommt dann eben noch ein Sticker hin und auch hier. Das war dieses Element auf der Rückseite pink und der Tag ist auch schon drin. Für die nächste Seite habe ich ein Element mit einem Ausziehmechanismus und wenn man am einen Ende zieht, dann kommt auch unten eine kleine Karte raus. Wie macht ihr sowas? Ich habe mir das abgemessen, wie groß ich das haben will. Und ich bin da von der Breite her auf 10 cm und oben auf 8 cm. Also von der Höhe her 8 cm. Dann habe ich mir ein Papier zurechtgeschnitten. Dann habe ich das einmal bei 10 cm gefalzt, nochmal bei 10 cm. Und hier habe ich dann einfach geguckt, dass ich ein kleines bisschen, nämlich 2 mm, kürzer bin als die 10 cm. Das heißt, hier bin ich, dieses Stück ist 9,8 cm. Und dann habe ich am äußersten Element, was 10 cm ist, habe ich hier so 2 kleine Streifen aufgeklebt. Da habe ich ganz einfach die Breite von so einem Klebeband genommen. Das müsste ein halber Zentimeter sein. Genau, das ist es auch. Und da habe ich mir einfach einen Papierstreifen nochmal draufgeklebt und auch nochmal ein Doppelklebeband. Mit dem klebe ich das nachher zusammen. Es geht einfach darum, dass ich hier dann, wenn der Mechanismus drin ist, dass ich genug Platz habe, dass die Karten hier so ein bisschen Spielraum haben. Dann habe ich dieses Element genommen und habe mir hier einfach markiert, wo diese beiden Erhöhungen zu landen kommen, wenn das geschlossen ist, weil da hat keine Karte drin Platz, ne? Also da könnte sie sich nicht bewegen. Und dann habe ich geguckt, okay, ich habe hier von dieser Linie zu dieser Linie hier, von der hier, die ich angezeichnet habe, zu der hier, die ich angezeichnet habe, sind es 8,7 cm. Und ich dachte, ich gehe auf sicher und mache eine Karte, die 8 cm ist und in der Höhe 7,5 cm. So habe ich 2 Stück ausgeschnitten. Und dann für diesen Ausziehmechanismus bin ich hier ganz einfach auf beiden Seiten 1 cm hoch, schön in der Mitte von diesen beiden Linien. Und das sind bei mir 7 cm. Und dann habe ich einfach ein Stück Zellophan zurechtgeschnitten, was ein kleines bisschen so 1 mm kleiner als die 7 cm ist. Und was genug lang ist, damit ich das hier drum wickeln kann. Und das klebe ich jetzt auch schon auf der einen Seite an. Das heißt, ich gebe hier einen Doppelkleberstreifen auf das Ende von diesem Zellophanstreifen. Das, was da übersteht, könnt ihr auch gleich abschneiden. Und dann könnt ihr den Kleber hier abziehen. Der guckt im Moment nach oben. Und dann lege ich das hier einfach drum und wickle den Rest des Zellophanstreifens hier einfach ringsherum. Und ich ziehe da nicht allzu straff fest, soll sich bewegen können. So, und dann kann ich hier das, was übersteht, auch abschneiden. Und dann haben wir hier einen Mechanismus, der eigentlich sich bewegen können müsste. Und
Dieser Doppelkleber ist auch immer so ein klein bisschen ein Blocker und deshalb gebt ihr den jetzt, ne, wenn das ist die Orientierung, wie die Karte dann hier drauf kommt, dann mache ich den hier ganz nach unten, nehme eine meiner beiden Karten und gebe unten hier drüber einfach auch noch mal einen Klebestreifen. Kann den auch schon abziehen. Und dann geht es darum, die Karte eher, dass sie oben, also dass sie hier schon in der Mitte liegt und dass sie hier oben mit der Kante abschließt. Und erst jetzt lasse ich die hier unten fallen. Weil jetzt müsste es möglich sein, dass ich dann an dieser Karte ziehe und die sich nach oben verschieben lässt. Geht ein bisschen einfacher, wenn das Ganze zugeklebt ist, aber einfach um euch das zu zeigen. Ne? So sollte das dann funktionieren. Und damit jetzt unten auch eine Karte rauskommt, wenn ich die hier hochziehe, machen wir das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, ich mache hier oben einen Klebestreifen fest. Ich bin auf dem Zellophan. Ich weiß, mit der Kamera seht ihr das nicht so gut. Ich bin hier wirklich auf dem Zellophan drauf. Kann ich das auch ablösen. Dann kann ich die zweite Karte nehmen und die orientiere ich jetzt unten. Auch schön mittig, aber eben nach unten und lege die hier auf den Zellophanstreifen drauf. So. Und damit dieser Ausziehmechanismus ein bisschen besser funktioniert, werde ich hier oben noch mit der Kreisstanze kurz einen Kreis reinmachen. Oder einen Halbkreis wollte ich sagen, und zwar gerne auch schön in der Mitte. Bevor ich das zuklebe, mache ich hier noch kurz die Mattung drauf. Gucken wir mal, was wir hier machen. Ich glaube, ich bleibe da schön bei diesem Blau. We do this every day. And I'm still so amazed by you. So hold me. Und dann können wir das Ganze auch schon zusammenkleben. Und zwar nehme ich hier den Doppelklebestreifen ab und auf der Seite sieht jetzt ein bisschen nach viel Farbe aus, aber hier kommt dann nachher noch ein Sticker drauf und eben jetzt kann man wunderbar hier oben ziehen und dann kommen beide Seiten raus. Ich glaube, um das offensichtlicher zu machen, mache ich hier oben noch 2 kleine Kreise dran. Wenn dann eben jemand immer noch nicht verstanden hat, dass man da dran ziehen kann, dann könnt ihr auch immer noch einen Pull dran machen. Aber so habt ihr jetzt eben diesen Mechanismus mit Ziehen und Zustoßen. So, das war das Element für diese Doppelseite. Somit haben wir auch schon die dritte. Für diese Seite will ich auch wieder einen doppelten Flip haben, aber diesmal nicht so, sondern so.
Und dafür habe ich mir 2 Stücke zurechtgeschnitten, 8 cm mal 9 cm, bei einem Zentimeter gefalzt, das eben zweimal. Und dann hier ein Stück, was 8 cm ist, mal 12 cm. Und dann die Mattung für diese beiden Türchen und das sind 7,5 cm mal 7,5 cm. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. Falling into your arms. Das Element matte ich noch nicht innen drinne, weil ich dazu erst gucken will, was dann schlussendlich da reinkommt. Im Moment steht das noch so ein bisschen auf. Hier kommt dann ein Sticker drauf, dann legt sich das auch so ein bisschen und dadurch, dass wir das so verschließen, ist das kein Thema. Das war eine kurze Seite. Die letzte Doppelseite, da habe ich ein ganz einfaches Element. Das ist so eine Handorgel, an dem man ziehen kann und die sich dann so öffnet und somit hat man 1, 2, 3, 4, 5 Plätze, wo man was drauf machen kann. Die habe ich ganz einfach geschnitten auf 9 cm mal 27 cm und dann immer bei 9 cm gefalzt. Und dann die Mattung eben auch wie immer 1,5 cm kleiner. The stars. Oh, where I'd rather be than with you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh. Hier bringe ich jetzt noch keine zusätzlichen Mattungen auf, weil ich einfach noch nicht weiß, was dann nachher drauf kommt. Von dem her lasse ich das so einfach mal stehen. Und somit ist auch diese Doppelseite fertig. So, ihr seht, wie dick das dann schlussendlich wird, wenn man da diese ganzen Seiten eben gestaltet. Und eben es wird dann noch mal ein bisschen dicker, wenn dann auch die Sachen drin sind. Die Sticker werde ich heute nicht draufbringen, das heißt, ihr werdet auch kein komplett fertiges Design sehen oder komplett fertig gemachtes Scrapbook, weil das sind Geschenke, die ich mache und da sind dann natürlich Fotos von Leuten drin und das will ich hier so natürlich nicht zeigen. Und die Sticker mache ich hier so rein, dass es dann als Gesamtbild stimmt. Das heißt, ich wirklich überlege mir zuerst und klebe dann die ganzen Fotos ein und die Sprüche und die Texte und dann mache ich noch den Feinschliff mit den Stickern. Von dem her kann ich das euch heute nicht zeigen, aber ich denke, da habt ihr genug Vorstellungsvermögen, dass ihr euch dann vorstellen könnt, wie man sowas ausgestalten kann. Jetzt kümmern wir uns eben noch kurz um den Deckel und um die Abdeckung und dann binden wir das Ganze noch zusammen. Für den Boden und den Deckel habe ich hier 2 Stück Pappkarton, nicht allzu dicken, und den habe ich geschnitten auf 14,5 mal 20 cm und dann ein Papierchen, was 2 cm ringsherum größer ist, damit ich das gut einfassen kann. Somit sind es 18,5 cm mal 24 cm.
Und so klebe ich das auch gleich fest. I just feel so lucky. Oh, oh, oh. Still can't believe you love me. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause Dann habe ich Mattungen für innen, weil die sind jetzt, ne, die Vorder- und Rückseite ist weiß bezogen. Das müssen wir innen noch schön machen und da habe ich 2 Elemente auf 14 cm in der Breite und 19,5 cm in der Höhe geschnitten. Klebe ich kurz auf. in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared. Und außen habe ich eine blaue Mattung. Das seht ihr nachher gleich noch, warum das so ist. I try to get everyone to see me. I play my games. But Aber bevor wir zur Verzierung kommen, vorne binden wir das Ganze noch zusammen. Und ihr seht, das schließt hier schön ab, hier auch und oben gucken einfach diese Tags raus. Aber so schließt es wirklich schön auf allen Seiten ab. Und jetzt brauchen wir eben die Cinch. Und hier ist es so, ne, wenn ich fange vielleicht von hinten an, das ist vielleicht besser. Das hier ist ja die Seite, wo meine Bindung rankommt. Und dann habe ich hier, quasi kann ich das reinlegen. Und ihr seht, es wird nicht ganz bis oben Löcher reinstanzen, aber das gucken wir gleich noch an, wie ihr das machen könnt. Und da könnt ihr ganz einfach gucken, dass alle Noppen draußen sind, dass es wirklich alle Löcher stanzt. Und dann könnt ihr den Hebel runterdrücken. Braucht jetzt ein bisschen Schmackes, weil es die Pappe mit drin ist. Und jetzt könnt ihr hier, ne, das ist quasi das letzte Loch, was es gestanzt hat. Und dann haben wir hier hinten so einen kleinen Noppen. Seht ihr fast nicht. Hier hat es so einen kleinen Noppen und den kann ich einfach so runterdrücken, dass der schön hier in die Ausbuchtung, was es schon gestanzt hat, reingeht. Und dann gucke ich mir an, das will ich, das will ich, das will ich und den hier auch. Um sicher zu sein, dass der hier nicht stanzt, kann ich den einfach rausziehen. Und jetzt nochmal mit Schmackes runter. Dann wieder lösen. Und ihr seht, jetzt sind wir hier, haben wir ungefähr den gleichen Abstand. Und haben so unsere Bindung. Und das mache ich jetzt mit allen Seiten. end up looking like a showcase. I haven't myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend
time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause das war schon alles mit dem Stanzen. Und die ganzen Sachen werden hier hinten in einer Schublade quasi aufgefangen. Die müsst ihr einfach von Zeit zu Zeit wieder leeren. Dann brauchen wir unseren Draht und gucken, wie viel wir hier brauchen. Das heißt, bis hier muss ich gehen und dann kann ich das hier abschneiden. Und dann hat es hier auf der Seite diese quasi Einbuchtungen, wo ihr wunderbar den Draht drauflegen könnt. Und jetzt geht es ein bisschen um die Reihenfolge. Das hier ist meine erste Seite, das ist die Innenseite. Und dann müsst ihr halt jetzt wirklich die richtige Reihenfolge, wie ihr das da schlussendlich haben wollt. Und am einfachsten ist es, wenn ihr das mal so hinlegt und dann nehmt ihr eure hinterste Seite und klappt die quasi, ihr klappt sie einfach von hinten nach vorne, so dass die vorne liegt. Und zwar die Innenseite von eurer Rückseite guckt euch jetzt an. Und dann könnt ihr das hier ganz einfach einfädeln. Dann lösen und dann könnt ihr das so ein bisschen fächern, dass das wirklich schön in der Mitte liegt. Und dann drehen wir die Maschine noch einmal, lösen hier den Hebel wieder, weil hier hinten hat es quasi so eine Presse, wo das jetzt zusammengepresst wird. Und um das zu verstellen, drückt ihr einfach runter und dann geht hier dieser kleine Tropfen oder Pfeil auf die richtige Stelle. Und dann gebt ihr das hier hinten, legt ihr das so rein, dass es hinten wirklich schön ansteht. Und ich mache jetzt zuerst die obere Hälfte, drücke ich einfach zusammen. Und dann sind die zusammengepresst. Und jetzt könnt ihr die Hinterseite wieder nach hinten verschieben. Und so ist dieses eher unschöne Teil der Bindung liegt innen drinne hinten und nicht außen an eurem Buch. Ich bin jetzt mit der, das ist die 1 Inch Bindung. Die ist schon fast ein bisschen knapp, wenn man bedenkt, dass da noch was reinkommt. Das heißt, guckt euch wirklich am Anfang an, wie viel da Platz drin hat. Hier würde ich sehr wahrscheinlich eher jetzt auf 4 Seiten gehen als auf 5. Aber ihr seht, wie super einfach ihr eine Drahtbindung angebracht habt. Und jetzt mache ich hier vorne noch kurz die Verzierung drauf, damit ihr das auch seht. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Damit ihr seht, wie das dann schlussendlich bei mir aussehen wird, das ist diese Karte. Ich habe es nur provisorisch kurz festgeklebt, weil ich das Finish dann in aller Ruhe machen will. Hier habe ich Fussy Cutting gemacht, das wird natürlich dann alles ausgeplottet. Aber ihr seht, ne? So könnt ihr ein Scrapbook machen, was eben nicht mit dieser klassischen Bindung als festes Buch ist, sondern hier mit dieser Ringbindung. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war spannend für euch und ihr habt Lust, sowas selber auch mal auszuprobieren. Und eben, wenn ihr wissen wollt, wie ich das Designpapier mache und die Sticker und solche Sachen mit Adobe Illustrator, schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Wenn ich da ein Feedback kriege, dass ich das machen soll, dann mache ich das auch. Ansonsten lasse ich das sein und konzentriere mich auf was anderes. Und ja, aber für heute, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren.
Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!